Deswegen gibt es jetzt keine musikalische Einlage von mir. Außerdem bin ich ein bisschen angepisst. I will do this in English, and then I will continue in German. Originally, I planned this for the 20th anniversary of Sebane Barakwe's death. I planned to perform here the track that I wrote called Sebane, a reminder of his tragic death, not to say murder, that took place in the Stadtpark 20 years ago. At the time, police officers, with the assistance of paramedics, squeezed the life out of Sebane's body. They stood on his back while he was held to the ground in a prone position. His hands were handcuffed behind his back so that he could no longer breathe. His desperate attempts to grasp for air were interpreted as resistance, putting even more pressure on his chest until his lungs collapsed and he finally died. The lies that were spread afterwards, that he was a drug dealer, that he himself was under the influence, that the officers present were not to blame for his death, could only be uncovered through the persistence and journalistic detective work of Florian Klenk. He took the time and trouble to look for witnesses in the neighborhood and found what he was looking for. There was a video recording that showed the disturbing images of Sebane's death struggle. When the ORF broadcasted these pictures, the uproar was understandably enormous, and the executive unmasked. Once again, the pigs always lie. A few years ago, when the images of the death throes of George Floyd, who became a household name worldwide and a symbol against police brutality, police violence, were shown on the screens, I had a re-traumatization and could not accept it silently. I decided to start an art action in protest in front of the United States Embassy. The second track I wanted to perform today was Ein Mensch, that I had written in the year of the great refugee influx. We still remember the ugly pictures and the brave citizens who helped. There was also a demonstration in Vienna with over 20,000 people. Even the executive, police officers, marched with us, demonstratively without their protective gear. That means they took off their helmets. All of Vienna was full of love. I wanted to sing to them. I wanted to rap, a musical offering. But like I said in the beginning, the acoustic is fucked up. When I got home yesterday after the brilliant opening of the Wienwoche, I looked at the online news and I could hardly believe it. The young political activist and Pan-African champion, loved by the masses and seen as the hope of a young Africa, Kemi Seba, was arrested in his native Benin at the airport of Cotonou. The shock was deep, but the arrest did not come as a surprise, and therefore did not paralyze me, but made me change my program for today. When I was asked by if I wanted to take a role within the Museum of
of migration? And if so, what it would be? I answer, curator of parallel truths. Now I am here, and I want to talk about a truth that is perhaps not so well known. Neocolonialism is still alive, but it is the last twitches. The legacy of colonialism is slowly coming to an end. The youth of Africa are fed up with the colonialism of Europe, the exploitation of resources, and the deliberate impoverishment of Africa is nearing its end. What is understood in Europe as a coup d'etat are in reality the restoration of a certain order. Undemocratic politicians, presidents, despots, kept in power by the West, and especially by France, have been overthrown in Guinea, Burkina Faso, Mali, and Niger. The France-Afrique system is being challenged. The annual colonial tax that former colonies have to pay to France is $500 billion. African countries, to this day, are paying a colonial tax of $500 billion motherfucking dollars to Europe. Without this tax and the raw materials, which are mined and exported at a ridiculous price, France would degenerate into an impoverished country. Not only France, this would have consequences for all of Europe, and yes, for Austria as well. Motherfuckers always act as if they're not responsible for shit. Instead of aiming at a fair partnership, European oligarchs want to continue to bleed Africa dry. And when the sovereign people resist, threats are made, military equipment is brought into position, and war is threatened, as is the case now, where France is sending soldiers and equipment to Benin, Togo, and Senegal to launch an attack on Niger. How loud do we have to get? How loud do we have to get? Leave us the f*** alone! Your democracy is a lie. I don't know if you know this, but your f***ing democracy is a lie. You are lying to yourselves. Your government is lying to you. You are feeding on the propaganda. Yes, and f***ing free Palestine. You overthrew and murdered Gaddafi. Now the whole region is a trouble spot full of terrorists who have to be fought. Streams of refugees migrating towards Europe. An instability that allows Europe to point fingers. Perpetrator-victim reversal. To be military present and to continue the policy of exploitation by supporting puppet governments and allowing them to oppress their populations and plunder raw materials. As I write these lines, and I wrote them today in the morning around 10, as I wrote these lines, news reached me that Kemi Seba and Erijeuti have been released. It was obvious. The corrupt regime of Patrice Talon in Benin has nothing on him, and his boss in the Élysée Palace should be careful not to touch a hair of Africa's new hope, the fighter for a pan-African future, the leader who defies the elites. Neocolonialism will come to an end. Europe has the choice to have a real partnership with Africa based on equality and eye-leveled interactions, or to look into a dark future without resources
and prospects of a sustainable future. Actually, there is no choice. Because thanks to the people like Kemi Seba, Nathalie Young, Professor Nyamsi, and many others, the African youth is ready to fight and even to die for a different future. Because death is better than a life in bondage. L'Afrique libre ou la mort, ils finiront par comprendre. Ursprünglich war es angedacht, dass ich zum 20. Jahrestag Sebani Wagwes Tod mein Track Sebani vortrage, in eine Erinnerung an seinen tragischen Tod, um nicht Mord zu sagen, was im Stadtpark stattgefunden hat vor 20 Jahren. Damals haben Exekutivbeamte mit der Unterstützung von Rettungssanitätern das Leben aus dem Körper von Sebani gepresst. Sie haben sich, während er auf dem Boden in Bauchlage gehalten wurde, Hände mit Handschellen gefesselt, sich auf seinen Rücken gestellt, sodass er keine Luft mehr bekam. Seine verzweifelten Versuche, nach Luft zu schnappen, wurden als Gegenwehr gedeutet, wodurch noch mehr Druck auf sein Brustkorb ausgeübt wurde, bis er schließlich starb. Die Lügen, die danach verbreitet wurden, er sei ein Drogendealer, stand selber unter Drogeneinfluss. Die anwesenden Beamten wären gar nicht schuld an seinem Tod gewesen, konnten nur durch die Hartnäckigkeit und journalistische Detektivarbeit von Florian Craig aufgedeckt werden. Dieser machte sich die Mühe, in der Nachbarschaft nach Zeuginnen zu suchen und wurde auch fündig. Es gab nämlich eine Videoaufzeichnung, die verstörenden Bilder des Todeskampfes Sebanis zeigten. Als der ORF diese Bilder ausstrahlte, war die Aufregung verständlicherweise enorm und die Exekutive demaskiert. Schon wieder. Als vor ein paar Jahren die Bilder vom Todeskampf George Floyds, der weltweit ein Begriff wurde und zum Symbol gegen brutale Polizeigewalt wurde, über die Bildschirme zu sehen war, hatte ich eine Retraumatisierung und konnte es nicht stillschweigend hinnehmen. Ich beschloss, vor der US-amerikanischen Botschaft eine Kunstaktion aus Protest zu starten. Den zweiten Track-Song, den ich vortragen wollte, war Ein Mensch, das ich im Jahr des großen Flüchtlingsstroms geschrieben hatte. Wir erinnern uns noch an die hässlichen Bilder und die mutigen Bürgerinnen, die geholfen haben. Es gab damals auch eine Demonstration in Wien mit über 20.000 Menschen. Sogar die Exekutive marschierte mit, demonstrativ, ohne Einsatzkleidung, Schutzausrüstung. Die Helme nahmen sie ab. Ganz Wien war voller Liebe. Ich wollte heute singen, rappen, eine musikalische Darbietung. Daraus wird aber nichts, wie ich schon am Anfang sagte, die Akustik ist hier für den Arsch. Doch als ich gestern nach der fulminanten Eröffnung der Wienwoche nach Hause kam und mir Online-Nachrichten ansah, konnte ich es kaum glauben. Der junge politische Aktivist und panafrikanischer Vorkämpfer, von den Massen geliebt und als Hoffnung eines jungen Afrikas angesehene Mann, Kemi Seba, wurde in seiner Heimat Benin am Flughafen von Cotonou festgenommen. Der Schock saß tief, aber die Festnahme kam nicht überraschend und lähmte mich deshalb auch nicht, sondern brachte mich dazu, mein heutiges Programm zu ändern. Als ich von wurde, ob ich eine Rolle innerhalb des Museums der Migration einnehmen wolle, und falls ja, was das denn für eine wäre, antwortete ich, Kurator der parallelen Wahrheiten. Nun bin ich hier und möchte über eine Wahrheit sprechen, die vielleicht nicht so bekannt ist. Der Neokolonialismus ist noch am Leben, aber es sind die letzten Zuckungen. Das Erbe des Kolonialismus geht langsam zu Ende. Die Jugend Afrikas hat die Schnauze voll vom Kolonialgehabe Europas. Die Ausbeutung der Ressourcen und die gewollte Verarmung Afrikas kommt seinem Ende nahe. Was in Europa als Coup d'État verstanden wird, sind in Wahrheit die Wiederherstellung einer gewissen Ordnung.
undemokratische Politiker, Präsidenten, Despoten, die vom Westen und vor allem durch Frankreich an die Macht gehalten werden, wurden in Guinea, Burkina Faso, Mali und Niger gestürzt. Das System France-Afrique wird in Frage gestellt. Die jährliche Kolonialsteuer, die ehemalige Kolonien an Frankreich zahlen müssen, beträgt 500 Milliarden Dollar. Ich wiederhole, die jährliche Steuer, Kolonialsteuer, die ehemalige Kolonien an Frankreich zahlen müssen, beträgt 500 Milliarden Dollar! Jährlich! You motherfuckers! Ohne diese Steuer und die Rohstoffe, die zu Spottpreisen abgebaut und exportiert werden, würde Frankreich zu einem verarmten Land verkommen. Nicht nur Frankreich, das hätte Konsequenzen für ganz Europa und ja, auch für Österreich. Anstatt für eine faire Partnerschaft hinzuarbeiten, wollen europäische Oligarchen Afrika weiterhin ausbluten. Und wenn das souveräne Volk sich dem widersetzt, werden Drohungen ausgesprochen, Militärgerät in Position gebracht und mit Krieg gedroht. Was anderes kann Europa und der Westen sowieso nicht, außer mit Krieg zu drohen, Ausbeuten, Versklaven. Rape Africa. Wie es nun der Fall ist, wo Frankreichs Soldaten im Kriegsgerät nach Benin, Togo und Senegal aufstockt, um einen Angriff auf Niger zu starten. Wie laut müssen wir noch werden? Lasst uns verdammt nochmal in Ruhe! Eure Demokratie ist eine Lüge. Eure Demokratie ist eine Lüge. Die Demokratie gilt nur für euch. Frauenrechte gelten nur für euch. Menschenrechte gelten nur für euch. Ihr macht Geschäfte mit Despoten und Diktatoren an den Küsten Tunesiens, Libyens, Algeriens sterben die Menschen und euch ist es scheißegal. Solange ihr Gas, Erdöl und Ressourcen bekommt, fucking assholes. I fucking mean it. Schämt euch. Wie laut müssen wir noch werden? Ihr habt Gaddafi gestürzt. Ihr habt Gaddafi ermordet. Gaddafi war für uns ein Held. Eure Terroristen sind unsere Helden! Fuck liars! Propagandasperrer! Spuck auf euch! Nun, wo Gaddafi gestorben ist, ermordet wurde und sein Land, sein blühendes Land, im Chaos gestürzt wurde, nun ist die ganze Region ein Unruheherd voller Terroristen, die bekämpft werden müssen. Flüchtlingsströme, die Richtung Europa wandern. Eine Instabilität, die es Europa erlaubt, mit dem Finger zu zeigen. Täter-Opfer-Umkehr. Es gibt euch einen Grund, militärisch präsent zu sein und die Ausbeutungspolitik weiter zu treiben, indem es Marionettenregierung weiterhin stützt und erlaubt, die eigene Bevölkerung zu unterdrücken und Rohstoffe zu plündern. Während ich hier diese Zeilen schreibe, die habe ich heute in der Früh geschrieben, erreicht mir die Nachricht, dass Kemi Seba und Eridje freigelassen wurde. Es war ja klar, das korrupte Regime von Patrice Talon in Benin hat nichts gegen ihn in der Hand und sein Boss im Élysée-Palast sollte sich davor in Acht nehmen, die neue Hoffnung Afrikas, der Kämpfer für eine panafrikanische Zukunft, der Anführer, der die Eliten die Stirn bietet, auch nur ein Haar zu krümmen. Der Neokolonialismus wird ein Ende finden. Europa hat die Wahl, mit Afrika eine echte Partnerschaft auf
auf Basis der Gleichheit und Augenhöhe zu führen oder in eine dunkle Zukunft ohne Ressourcen, Aussichten und Perspektiven zu blicken. Eigentlich habt ihr gar keine Wahl. Denn dank Menschen wie Kemi Seba, Nathalie Young, Professor Nyamsi und andere ist die afrikanische Jugend bereit, für eine andere Zukunft zu kämpfen und vielleicht sogar zu sterben. Denn der Tod ist besser als ein Leben in Schuldnerknechtschaft. L'Afrique libre ou la mort, ils finiront par comprendre. Und ich möchte auch noch betonen, unterdrückte Völker dieser Erde erkennen einander. Fucking free Palestine, you motherfuckers! Free Palestine! Das, was gerade dort abgeht, ist ein Genozid. Und alle, die schreiben, sind mitschuldig. Lasst euch von der Propaganda nicht in das Licht führen. Geht auf Jewish Voices for Peace. Schaut, was Juden über dieser Genozid in Palästina zu sagen haben. Zionism is Nazism. Das wollte ich mal unterstrichen haben. Ich hoffe, die JBH ist hier irgendwo und hört mich genau zu. Bring your shit on. Und bevor ich hier gehe, möchte ich doch eine musikalische, wenn man das so nennen darf, Note darbieten. Das geht an euch. Open your eyes. Das ist für euch. Ihr wollt gar nicht wissen, was uns alles rasend machen kann. Ihr seid taub und hört nicht hin, wenn wir unseren Wut zum Himmel schreien. Ihr habt nie genug und wollt noch mehr, als jeder von uns jemals geben kann, aber ab jetzt gibt es nur mehr Widerstandsnester und Meutereien. Jeden Tag verarscht ihr uns ein bisschen mehr und das Fass läuft über. In eine ungewisse Zukunft blickend werden die Aussichten immer trüber. Wir sind die, die niemals satt werden und ihr lebt im Überfluss. Wir können aber nur so viel Wahnsinn ertragen und dann ist Schluss mit degenerierte Homophoben und rassistische Sexisten mit imperialen Patriarchen und faschistische Kapitalisten. Sie terrorisieren uns mit der totalen Überwachung des Systems, aber wir schlagen jetzt zurück, denn nicht wir, nein, sie sind das Problem. Diese korrupten Politiker im Sumpf der Finanzexperimente verkaufen unsere Freiheit für Prozente und Dividende, aber wir holen zurück, was uns hinterlistig genommen worden ist. Die Zahl spricht für sich. Wir sind die 99. Dankeschön.